Hallo zusammen, hi everyone. Ich möchte heute mal wieder was Abstraktes machen, und zwar in Form so Linien ziehen. Ein Keilrahmen ist 30 auf 30 cm. Habe hier Farben Weiß, Echtgelb, Türkisgrün, Havanna Braun, Ockergelb, Permanentgrün Hell und Kaminrot. Ich habe in Kaminrot und in Ocker habe ich 300er Silikon, also von der Viskosität her. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich nehme hier so manche sagen Messbecher, ich sage immer nur meinen Schnabelbecher. Und mische mir da jetzt einfach mal verschiedene Farben. Mal so und mal so. Das reicht schon. Dann fangen wir mal an. Das soll wirklich was Abstraktes geben. Mal dickere, mal dünnere Linien. Jetzt nehme ich mal andere Farben. Grün und das Rot rein. Etwas Weiß. Den Gelb noch. Es mischt sich natürlich auch mit den anderen Farben, wo ich schon im Becher habe. Das habe ich natürlich ziemlich viel Rot. Ups, Tropfen sollten eigentlich nicht passieren. Ich mache das jetzt mal so weiter, wird vielleicht ein bisschen Musik laufen lassen, damit es euch nicht so langweilig wird. Und lasst ein bisschen schneller laufen.
So, werde jetzt noch ein bisschen was Helleres reinmachen. Ein bisschen mehr Weiß einfach. Und noch die ganze Restfarbe rein. Hab da nicht mehr so viel. Also wie gesagt, geht wirklich ins Abstrakte dann. Oh, ist wirklich nicht mehr viel Farbe. Aber einfach noch ein paar hellere Akzente setzen. Und natürlich auch den Rand so bekommen. So, Dille. Ja, Farbe ist eh alle. Stelle ich mal kurz zur Seite. Schauen wir mal, dass wir vielleicht überall an die Kanten auch noch die Farbe hinbekommen. Wir müssen ein bisschen laufen lassen. Ein bisschen nachhelfen. Ich will es aber jetzt gar nicht so viel laufen lassen, das ist auch noch nicht. Okay. Ja, cool. So, ich sage jetzt einfach mal, der Rand ist mir relativ egal. Das sollte natürlich, wie gesagt, überall Farbe sein auf dem Bild. Das sehe ich hier noch. Rand muss nicht immer alles komplett voller Farbe sein, finde ich. Ja, sieht manchmal schon schöner aus, aber ich finde es so auch ganz cool. Vor allem wenn es ringsrum so ist dann. Okay, ein bisschen erhitzen, nur um die Luftbläschen rauszubekommen. Nicht zu viel, weil sonst gibt es wahrscheinlich wieder zu viel Zellen. Schauen wir mal, ich hoffe nicht zu viel. Das war's. Nicht zu viel, bitte. Na. Okay, groovy. Cool, ihr seht, wie es arbeitet. Aber ich finde es genial. Vor allem, wir haben hier auch diesen schönen hellen, dünnen Streifen noch drin. Man könnte jetzt noch so viel mehr machen, aber was heißt mehr als davor, bevor ich es jetzt erhitzt hätte. Noch ein paar ganz dünne Streifen reinziehen, ganz schnell drüber. Aber ich finde es als abstraktes Bild richtig cool geworden. Dann lasse ich es jetzt geschwind noch ein bisschen einwirken, weil Silikon wird noch ein bisschen arbeiten. Ich hoffe nicht zu viel. Und dann zeige ich es euch von daheim. Dann bis gleich, ihr Lieben. So, meine Lieben, bin zurück. Jetzt schauen wir es mal von nahem an. Also, ich finde, es hat schon wieder etwas zu stark reagiert. Hier jetzt zum Beispiel. Da sind jetzt meine schönen Linien fast schon wieder weg. Aber hier geht es dann noch. Ich hoffe, es arbeitet nicht mehr nach. Es ist so circa 10 Minuten war es jetzt gelegen. Das finde ich halt genial hier. Mit diesem weißen Streifen und die grünen Querstreifen. Also richtig cool geworden. Also wie gesagt, geht ins Abstrakte jetzt. Richtig cool. Aber etwas zu viel Silikon. Obwohl ich nur in 2 Farben Silikon reingemacht habe. Ihr seht, das reicht schon. Okay. Aber cool. Ich zeige euch jetzt mal hier noch. Und mir gefällt das eigentlich, wenn nicht alles voller Farbe ist. Und das natürlich dann auch ringsrum ist. Hat dann auch irgendwie wieder was. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir ja, ich finde es cool. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Also macht's gut, bis dann. Tschüss, bye.